Good morning. Wünschen alle Fried von Gott. Ein Fried, der nicht von dieser Welt kommt, aber durch Gott, sein Wort, sein Geist. Und wie mit dem Gott in Fried sind. Dat je hebt zo'n triste dit gefühl, oder ist das zesser als ein Gefühl? Das ist bloß simpel eine Tatsache, was dann so dann ist. Und ich glaube, besonders wertvoll wird auf dem Bulletin, die Meeting zu kommenden Freitag. Vorab denke ich, dann rechnen wir Johnny Reimer stimmen an zu haben, das mal. So, wir freuen uns dazu. En checken forwards naar den dag waar we waren en onze maat zijn. En hier wat God alles aan het eindje doen heeft ontfernt en wat ze alle worden willen vertalen. Wer lukt alle naar den dag wat ze wat hier zijn? Wer wil hand opheffen? Alright, I don't know of ze ons watchen van daar en we gaan over krijgen doen. Het is een pot van ons dat veel wie. So we worden ontvangen daar even te talen, niet? Het is 2 cent. Aber so sind jeder Bruder und jeder Schwester, was hier kommt, ist ein Port von dieser Kirche. Er ist ein Port von dieser Gruppe. Klein oder groß. Siegreich im Leben oder nicht so siegreich? Weiß ich nicht. Aber wir sind hier taub und freuen uns. Und auch für Bruder Doof Reimer, der hier in unserem Meer ist. Seine special Anstrengung in sein Ziel, was er gehabt im Leben, in Schutz und Bewahrung. So. Gott sei Dank dafür. Vielleicht hier noch mehr von seinen Erfahrungen. Bitte gewöhnlich. So, und zwar durch diese Jahr, ab dieser Jahr, ist jedemals ab und da. Jedemals sind wir hoch boven mit unseren Gefühlen, nächstes Mal sind wir genau da drauf. Mit unserem Leben gehen. Wenn mir das bloß so stark ging, dann will ich nicht wollen von der Rede nicht. Aber ich glaube, das ist ein sehr bekanntes Ding, dass wir als Kinder Gottes manchmal Tiere haben, wie so viel, dass das einfach bloß ausgeht oder das schafft nicht. Aber ich fehl nicht, so ist, wenn ich durch sie, wie ich sein soll. Ich fehl das nicht. Es gibt Menschen, die manchmal andere Menschen so fehlen, sie sind nicht angenommen. Nicht. En ze talen niet, ze vullen zich eigenlijk met weinig anderen. En zo'n gevoel is een allemaal een gevoel. Vielleicht sind die von da auch te jeen wat ik zo veel. Ik hier vielleicht meest niet mag, oder wie wat meest niet accept niet. Ik weet really niet als ik hier zijn zal. Dat is een gevoel. Oder ik niet, wat ik het zei, mijn dad schoof some jaren terug in Guatemala, willst du abgebucht worden om Erdbeben. En hij werd met een christelijke groep top. En die hadden mooie aandachten en zo weiter, wat wertvoll werden. En dan zegt hij zo dat ik voel me op irgendwie niet ganz so middelmatig met Juden. Niet ganz so ein von Juden. Of course, wie ik vreemd. Maar hij voelt zich irgendwie vielleicht een beetje lower class. En hij redet toen een psychologist. Zijn wat de seelzorger deed. En dan vraagt hij aan Bient, is dit wat we zeggen, of is dit wat u voelt? Wel, wie best wat hij voelt. China zegt dat hij niet meer aan wird, en niet eind van aan wird, en niet voort van aan wird. En je voelt wat hij hoort. So de psychologist kan hem de voeten ophouden. Wat du sagst, ist quasi immer so nicht. Du kannst vielleicht so feilen, aber die Realität ist anders. Du bist ein von uns und du bist brauchbar und sie haben die Schein. Ich habe sehr so einen Ausdruck gehört von unserer Prediger, von unserem Land, wo es eine Prediger-Meeting wird und in Holland nach dem, dann sagt ich fühle mich diese Menschen immer ein bisschen leer, ein bisschen anders. Ein bisschen auch ein bisschen, vielleicht nicht ganz so abgecheckt wird worden. Mir wird das sehr fremd, dass ein Prediger so vorderste wird, sich dafür aufstellen deed, dass er sich da was fremd fühlt und was ein bisschen so weniger wird,
kunnen we zeggen, feilen deed. En wat hij lied, wat ons de Allerhoogste deed, dat we weer zeer welkom. Het ging ook om zelfzorge en alles in stad. Maar dat is niet een vraag dat je feilt, dat mensen zich niet meer wanneer wie het feilt. En daarmee hebben we vandaag met reden van onze emotions in the Christian life. Gefühle, Engels hebben we die twee woorden zeer fijn, feelings en emotions. En wanneer emotioneel, wat is het goed, die woord er maar emotionen, reden dat als meint plus emotions. En dan hebben we andere mening als plus gefühle. Maar als was het wat we uit ons uitkomen deed. Was het tijden. En ik heb een tekstversje van Hebreeën kapitel 5 vers 15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like we are, yet without sin. Hier komt ook het woord feeling over deel, ja. Dus Jezus heeft ook gefühle, die wir unterscheiden. Oder wir schieden an mit unseren Schwachheiten, mit unseren Krankheiten. Because hij is ook getempt worden, in alle Hinsichten aan, so gut als wir sind, ja. Und das ist wie worden. So es ist wichtig, dass wir diese Assurance haben, diese Klarheit, dass Jesus weiß, wer wir sind, wenn wir auch irgendwo nicht so, können wir sagen, so Leute feilen. So diese Gefühle, wie wir von reden, sind die zuverlässig. Weil wir würden sagen, ja, wenn mir das sehr schön geht, dann geht mir das sehr schön. Wenn mir das sehr fragt geht, dann geht mir sehr fragt. Aber wie viel Stock oder wie viel Gewicht heb je zaten op een hoe het gefühl? Oder wie viel heb je zaten op een zeer verbruiktes gefühl? We realizen, dat zijn beides onzuverlässig. Die zijn beide real, aber aufgrund von dem, waar we ons leven bouwen. Auf von Grund, ja, das wir gerade singen. Dat je hebt grote mensen die met ihre emotions so kaputt sind, dass die sehr verbrucht sind und auch ganz, wie ich sage, despondent worden. Gleich mal abrichtig, wie ich sage, sind oder sich abstahlen. Sind so durcheinander mit allem Tau, weil so weit raufgekommen ist, sie sind. Mit der Feilasch, gerade Port. Und diese Feilasch spielen man, dass die Glaube nicht stark kann sein, ja. Nehmen wir unsere Feeling stärker sein als der Glaube an Gott. Der Glaube an Gott, dort ist ähnlich, was uns holen hat. Nicht aus mein Grundglas sehr hoch, wie sie das, die Feelings hoch sind, oder mein Grundglas sehr rauf sind, deep, way below zero, können wir sagen. Dort gibt manchmal Gefühle von Verzweiflungen. Mensch bloß rein ganz vertwiefelt ist. Because er leid, oder er oder sie kämen dem Area nennen, von alles Zwiebelstahlen. Alles ein Fragezeichen. Alles gebased und so, dass sich fehlt. Ich word interchangeable bedoel, ja, hij oder zij, dat mijn beste persoon, ja, die persoon die kan een manspersoon zijn, een vrouwens persoon, en sogar ook Kinder kunnen manchmal, met dat struggelen, dat ze zich zelfs gleich kunnen ganz verstaan, waarom dat zo is met mij als het is. Manchmal kan het lieder zijn in de show, zo hard is, oder zo uit, ik zei, zo veel verlangen, dat kind weet zich mäßig met zo'n druk staan. So, das wir groß gesungen haben, verschiedenste Wiese, verschiedenste Melodien, die haben uns angeschieden von da. Die Schiede, die kennen wirklich das innerliche Anschieden, bloß mit was wir singen. Die Ton, die Wiese, die boven ist, und die wieder tobt, dann der manchmal sehr diep tragen, ja, diep rauf. Und so weit, dass je eine Augen not worden. Something passiert, während wir singen. Das schied uns so an, dass unsere Feilig angeschiert worden. Unsere Emotions, ja, dann nehmen wir unsere Emotions über die, and they're good. Gott hat uns so gemacht. Dat uns unterschieden jetzt mit einem Wort, manchmal ein strafendes Wort, und nächstes mit einem anspannendes Wort. Aber die können alle die Wirkung haben, dass manchmal Emotions über die kommen. Und
Een dolle mens kan ook manchmal sippelen, ja. Het is een ganz andere oorzaak waarom die Thronenwäsche wordt, oder da wordt, we zijn beide door, ja. Zo zijn die zuverlässig. Well, dat zijn Gefühle, dat is sowieso. Aber wie worden Gefühle den Mensch durchdrehen? Nicht sehr weit. Der war ich nicht. So wir sind creatures gemacht mit feelings en ook emotions. Dat hebben we metgekregen als mensen. En de grote vraag is, hoe doen we dat balancen? Dat we niet, dat de balance niet te onegel is, of te extreem. Ja? Manchmal fallen wir, das ist ein Tag, wo wir so viel als wir sind, schweben, schier in der Luft vor. So weg von dieser Erde. Nächstes Mal fällt sich uns von alle, können wir sagen, alle weg, dass mir liegen da. Das ist ein Tag, wo wir dann down fallen, ja, einfach sehr, sehr deep rauf. Dann da jene, aber vielleicht eine Stunde wieder, dann kommt jemand wieder vorbei, und die wird anbeiden, und dann fällt sie bloß so rütje hoch. Oder da ist irgendein Trip im Kommen, oder da ist irgendein Tipp kommen, oder da ist irgendein gewisser Redner vielleicht. Und wat jeft uns voets en vrouw wat je feil. Erfahrungen kennen uns, was wir bringen, wie wir so viel, wir sind hoch in der Boy, und da wo wir wieder gleich zu sein. Und den war ich, sind ein bisschen von alles Wort im Leben, ja. So wo ein Christian die Emotions handelt. Ich habe eine Frau, wo die Bibel sagt das Wort von Feelings. Where in the Bible does it talk about feelings? Erstens ist es Ecclesiastes Kapitel 3, Vers 4 und 6. Say, there's a time to weep, and a time to laugh, a time to mourn, a time to dance. A time to love and a time to hate. There is a time for human emotions. Während wir leben, haben wir diese Feelings. Die sind sehr, sehr verschieden. Aber du hast scheinbar Zeit für alles. Die charts erfahren, was wir in der Bibel finden, als 2 Wochen lang. Und das ist auch loaded mit Emotion. Ja? Wer weiß, wann Vers das ist? Jesus wept. Es ist kein langer Spruch, aber sehr profound. Sehr deep. Wird Jesus door aan de ogen even gingen, ja. Wir brauchen das nicht emotional, aber das, was da passiert ist. Seine Emotions weisen sich, kommen über dir. Menschen sagen, das greift das an. Irgendwie das angreifen. Some glauben, dass wir bloß, because Lazarus gestorben ist, sie kämen das da in die Hand. Aber wenn wir denken, in dem State, wo Lazarus wird, gestorben, frei von den Cares von dieser Welt. Nu wird das Fehlerheit zum Leben geroepen worden, noch mehr von hetzelfde te ervaren. Staat je was dat Jesus verursacht hat zum Heilen. Das Lazarus wird noch mal wieder, diese kummervolle Welt leben. Sind Gedanken. So, die Bibel redet von diesen Gedanken, von unseren Feelings, unseren Emotions. Du hast so ein Vers, delight yourself in the Lord. Jaagt die. Dat sagt der Psalmist in Psalm 37, Vers 4. So, jaagt die. Laat het schijn gaan. Vrij die. Jetzt sehr verschieden mit ein freundlicher, froher, scharfer Mensch zu sein als ein verdrisslicher, ja? So, du hast die Sicht von, was das Psalmist sagt. In Reimer 12, Vers 10, du hast das von the affection, the life, that one is tragen dat we willen taub zijn. Be kindly affectionated one to another with brotherly love, in honor preferring one another. Anerkennung geben zu unseren Mitmenschen. Uns mitfrei mit der Success. Mitfrei mit dat je gelegt hast, oder was wird fallen. En ook mitdenken, vielleicht mittreuren, wann das Schicksal ist was. Fehlt auch, dat du gekemmert wordt, oder wir erst im halben de Last drauen. Und du hast noch eins, du hast die Angst, was uns alle pakken der Zeit wies.
Manchmal Dinge, was fern sind, manchmal von welchen Gestalten, welche Drohungen. Aber hier ist ein Vier, was Jesus von geschrieben hat, oder redet hat, Lukas 12,5, but I will forewarn you whom ye shall fear. Sie viel von der Sorge ist, wie wurde Bude oder enge Bude oder das Schaf, was noch lang bleiben kann, oder was die Economy wird sein, das ist auch eine gewisse Sort Fear. Aber Jesus hat nicht die Sort Fears addressed, er addressed eine andere Sort Fear. Fear him which after he hath killed hath power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him. Respect this God. Ja, voor dem, voor viele mensen willen this God. Inge de feit klingen en niks met hem te doen hebben. Een dag worden ze. Ze willen er niet. So das was een respect, was een fear factor voor this God te komen wat de veilig, heilig, gerecht, rein is. Du hast geen Iblet en amnig. Du hast geen twijnjet, het is alles vorig, perfect. En hier heeft hij het gezegd, we zullen dem fürchten, dem respecten, dem Anerkennung geven. En ons leven terugstellen, dem sie nur seine Verschriften op Psalm 5, vers 11, du hast das Factor, dat gevoel van joy. The joy of the Lord is our strength. So das sind verschiedenste areas oder emotions die ein Mensch kann haben. Verschiedenste Wege, wo das sich überdeelt laat maken, voor wat de mens aangeveld is, voor wat hij vol van is. Ja? Ähnlich wijst dat aan wat hem hart bijna is. They reveal your heart, the love, the trust, and the fear. So wie hij hier dus gedanken van de verschiedenste wegen, waar het even deel komen is. En gevoelens zijn zo'n. Aber 1. Peter Kapitel 4, Vers 7 sagt, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn sorgt für euch. Cast all your cares upon God, for he cares for you. So it's very obvious we want sadness have, we want trauer have, oder grief, da want tijden zijn we angst have, en ook sogar anger. Maar dat ga ik me soms heel schaffen, en dat is gedanken. Dat is ook een emotion. Dat we ons manchmal zo wat opregen. We zijn er vielleicht, we wat erg gehandeld, oder wat weer tekort gekomen. En ons waagt of als een beetje zo'n gevoel aan, oder steht oder ab, wat das ist nicht reich. Kunnen we zeggen dat führt to a sense of anger, righteous anger, ja. Niet een anger wat uit wat aanbrengen dat, tweemaal dat. Maar dat is ook een emotion dat Gottes leven is. En dat is een ding wat ik geleerd heb, wat we dan in Pennsylvania weer een jaar, in de clause van Understanding the Human Heart, ik dacht alle anger weer zin. Maar no, dat is een emotion. Maar we moeten oppassen dat de anger ons niet leiden wordt tot dingen doen wat we never hadden wilt. Never hadden zult. So da leer ik niet meer de wichtigheid dat anger haven steht. The righteous anger of the Lord. Ja? Dat zorn wat hij heeft. Hij wordt altijd bij zit. Dat wordt niet uitsteken kunnen. Dat wordt een dag komen dat verrekend wordt. Oder gestraft worden. So, dat zegt in Hebreeën Kapitel 5. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Areas wil we nan komen doen, en er is een vraag, wen ik heb angst dit aan te voeten, ik heb angst, oder ik wil me niet, oder ik trust me niet. Kennen zijn dingen zijn dat somebody vraagt, dus du wel een leraar zijn. Die checken die aan als de persoon wat hij goven heeft. En dan word je vielleicht zeggen, ik fail niet equipped. Ik kan niet de show niet, ik kan niet ervoor niet. I'm not well enough equipped, ja. Neem maar dat een uitred.
Ik kan door weinig lieder zingen, because ik voel niet wat ik het heb. Oder beim nun Job zeker. Some vinden dat zeer schwer. Zijn wat we ook niet meer willen. Oder met een levenspartner vinden. Hoe is die? Oder als ik je schon zei, dingen, we rutchecken, some dingen lopen dunkel, niet? En je hebt in zo'n omstandigheden staat een familiereise. Wanneer de toekomst somewhat diester zit. Oder changes in woorden zijn. Wat blijft ons je vuil? Wat vinden we ons zo met terug? Oder so wir überhaupt vielleicht wegtragen. Vielleicht wir dort ein Ding sind, dass mehr Frieden und Freiheit haben. Oder vielleicht weil Gott uns das so hat. Das kann ein Gedanke sein, das kann eine Gefehlsache werden, ja. Wie viele so, oder wie viele nicht so stehen. Oder ich muss mich versuchen abzustellen nach anderen Menschen ihre Expectations. Das ist ein Wasser, ein einmal Gefühl, ja. Ik voel zo, ik zal beter kennen als ik kan. En ik kan aber niet. En de andere verlangen dingen van mij. Ik kan bloos niet. Je hebt ook een gevoel van, als ik zie bloos niet ganz qualified. Maar ik kan het bloos niet erreiken. Manchmal is het met, vielleicht een aanleiding doen. Somebody vraagt je nou wat aanleiden. En du voelst bloos iets van de rijbus. Oder vormals brengen we wel die denken wat ze alle zullen aangaan. Wat ze alle zullen, ik zei, wat heeft ze jetzt aangaan in schuld? Dat is een zeer wichtige vraag, ja. Schuld maken erst goed niet. Maar hoeveel? En hoe dat aftullen? Er zijn zeer veel emotions bij, ja. En een ander gevoel is, ik voel niks van deze groep, of dit groepje hier zo, deze persoon, mij aanneemt zoals ik zie. Ik zie helemaal niet, ik zie best niet zo'n, ik kan niet zo'n noemen als de andere haar. Of ik kom niet vielleicht van zo'n stad. Ik voel best goed wanneer ik ons met aanzie. Wat is erg met mij? Ik voel wat, en ik maak me dingen duidelijk, en stel dingen top. En mij mag ik ganz erg ding gemaakt, kan we zeggen. Wat ik zo is niet. En meest eigenlijk eerst nog maar op wat niet verzekeren, joh. Dan moet weten we handen voor niet, of irgend something. Of wat kan ik het weten dat ik het doen kan? Of als ik heb zo'n ding, ik zal aan denken, aan doen. Something niet hangen rondgaan of verzekeren. Wat kan ik het weten dat het rechte ding is? Zie? Gaan we naar feelings of gaan we naar facts? Want we deze dingen betrachten dan. Feelings oder Tatsachen. So, ein Ding, was hier ist zwischen the feelings and emotions, einer habe ich geschrieben. Feelings are experiences, or they're experienced consciously. Wie weit dort, das ist Pfeile da. Emotions manifest either consciously or subconsciously. Consciously is hierboven en sub is auf der rauf, ja. En dat is hoe deze dingen huizen doen, of dat is hoe die opgewerkt worden. Even deel komen. So, wat doen we als Christians dan responden to deze feelings? God erheert mijn gebed niet meer. Ja? Ik heb veel om dit gebed, en ja gebed, en never is een antwoord niet. Maar something anders in mijn niet. So, ik voel, dat is something anders. Dat darf niet zijn, niet. Dat darf niet de antwoord zijn, waarom die dat zo feilt. Our feelings, on the other hand, are connected to thinking. Wat denk ik? En wat denk ik? Connected to the reality. So he has, this James Dobson schrift van je Geschichte, wat zijn mama verteld had, over een situation daar in Oklahoma. Sind die van Oklahoma? Anyways, het handelt niet om die daar in Bodie, Oklahoma, maar Summers in Oklahoma. En dat passiert in 1930. So deze man vertelt is een James Dobson dit, en ik wil het pas gelijk zo lezen.
En hier zijn vielleicht samschwande weer, aber dort is the main point. So he has thought from the show, she told us about the high school she attended in 1930. That's just about 100 years ago. It was located in a small Oklahoma town which had produced a series of terrible football teams. They usually lost the important games and were invariably clobbered by their arch rivals from a nearby community. Die wordt uitgegist, oder wie ik zei, besmeten. Veracht. Because nicht gewonnen hadden. Understandably, the students and their parents began to get depressed and dispirited by the drubbing their troops were given every Friday night. It must have been awful. Finally, a wealthy oil producer decided to take matters in his own hands. He asked to speak to the team in the locker room after yet another devastating defeat. What followed was one of the most dramatic football speeches of all times. This businessman proceeded to offer a brand new Ford to every boy on the team and to each coach. If they would simply defeat their bitter rivals in the next game. Knut Rockne couldn't have said it any better. The team went crazy with sheer delight. They howled and cheered and slapped each other on their padded behinds. For 7 days, the boys ate, drank, and breathed football. At night, they dreamed about touchdowns and rumble seats. The entire school caught the spirit of ecstasy, and a holiday fever pervaded the campus. Each player could visualize himself behind the wheel of a gorgeous vehicle with 8 gorgeous girls hanging all over his gorgeous body. This is what he had. Finally, the big night arrived and the team assembled in the locker room. Excitement was at an unprecedented high. The coach made several inane comments and the boys hurried out to face the enemy. They assembled on the sidelines, put their hands together and shouted a simultaneous rah, rah, rah. Then they ran onto the field and were demolished 38-0. Wat ben je nu aardig? All this, who you feeling? This team's exuberance did not translate into a single point on the scoreboard. 7 days of hooray and whoopity-doo simply couldn't compensate for the players' lack of discipline and conditioning and practice and study and coaching and drill and experience and character. That couldn't nicht compensate. Such is the nature of emotion. It has a definite place in human affairs, but when forced to stand alone, feelings usually reveal themselves to be unreliable, ephemeral, and even a bit foolish. Zoveel vandaag. So, this is ervaring. Al dat geld, al dat verspreken, al die goede feeling, mogen dat niet. Feelings are very important, but can be very misleading. De kan ons toe handleiden, waar we never niet hadden handeld. In een andere begevenheid, ik weet, dat is nu even daar, ik kon dat door lezen. Maar dat is een paar lieder, dat dat eindelijk wil zeggen. Je heet houdt door im dorp zelf, je fertiger mens werden. En wat je voelen dan in zo'n tijd is dat dan, je voelt dat hier is somebody slacht dat im dorp. En der Stiefel stift es steht,
Permit me one further example of emotions that overruled reason. Okay, what's reason? Wasn't the feeling? The city of Los Angeles was paralyzed with fear in 1969 when Charles Manson and his family murdered Sharon Tate and her friends. And then they butchered Lino and Rosemary LaBlanca in cold blood. Residents wonder who would be next. Så när gräsel gör sig ramgärning, then vem wordt dan het next and wat ze worden griepen? Who would be next? My mother was quite convinced that she was the prime candidate. Gruwelijke staat, zij veel mensen, over als ze de nieuws hier wat er passiert, zij wil waarschijnlijk de nächste in de lijst zijn. My mother was quite convinced that she was a prime candidate. Sure enough, Mom and Dad heard the intruder as they lay in bed one night. Thump went the sound from the area of the kitchen. Did you hear that? Asked my mother. Yes, be quiet, said my father. They lay staring at the darkened ceiling, breathing shallowly, and listening for further clues. A second thump brought them to their feet. They felt their way to the bedroom door, which was closed. At this point, we are shown a vast difference between how my mother and my father faced a crisis. Her inclination was to hold the door shut to keep the intruder from entering the bedroom. Thus, she propped her foot against the bottom of the door and threw all her weight against the upper section. My father's approach was to confront the attacker head on. He reached to the darkness and grasped the doorknob, but his pull met the resistance from my mother. My father assumed someone was holding the door shut from the other side. My terrified mother, on the other hand, could feel the killer trying to force the door open. My parents stood there in the pitch blackness of midnight, struggling against one another and imagining themselves to be in a tug of war with a murderer. Mother then decided to abandon ship. She released the door and ran to the window to scream at the top of her lungs. She took a great breath of air with which to summon the entire city of Pasadena. When she realized the light on behind her. Turning around, she saw that my dad had gone into the other part of the house in search of their attacker. Obviously, he was able to open the door when she released it. In reality, there was no prowler. The thumps were never identified, and Charles Manson never made his anticipated visit. Eerste Mose, kapitel 27. Du hast eine sehr merkwaardige begevenheid waar het schaffen dat een mens bouwen dat op feelings. Bij we handrijden. Even part van de message. Je hebt hem dit hier zo. Eerste Mose. 27. En daar vers 11. En Jacob, dat is Jacob en Rebecca. And Jacob said to Rebekah, his mother, so hier is het hoe dat Isaac wil haar, dat zijn zoon zal gaan naar wat slachten en dat brengen voor hij gestorven wordt. En hij wist Esau weer een jäger. Hij wist krijgt wat het moest, zo Esau wordt ingeroopt. En hij zal dan die arbeid, dat wildbred kunnen grijpen en aan dat brengen.
En daar maak es een zeer opvallende ervaring, wat we hier morgen kennen. Want we denken aan wat passiert wanneer mens bezig is aan feelings. Zich aan feelings houden dat. And Jacob said to Rebekah, his mother, behold, Esau my brother is hairy, haven shov hoa, is a hairy man, and I am a smooth man. So dus Jacob, die wist, irgendwas wird hier nicht ganz, irgendwas wird nicht sehr gut kommen. Nee. Es sind wieder zwei sehr verschiedene Jungs. Verse 12, my father peradventure will feel me. Peradventure. Ik wil niet aankomen, papa wordt me waarschijnlijk feilen. And I shall seem to him as a deceiver. Einer wat verleidet dat. Deceiver dat. And I shall bring a curse upon me and not a blessing. En dat ging je om zegen krijgen. Ja, wij willen hem zegen krijgen. So, hier tussen en eerst, wo hij dan uitgaat. Also te zeggen, en je het buiten jaren, en no wennissen, en dat recht te maken voor zijn papa. Vers 20, and Isaac said unto his son, so dat is niet zo wat het trekt, door bij de papa zijn steed, bij een bad. How is it that thou hast found it so quickly? Het is je opvallend, dat is een je trekbaas met dat wilde tier. Je slaagt en alles, recht te meten. So de papa, Isaac vraagt, what's los? Hoe schafft dit? How is it that thou hast found it so quickly, my son? And he said, because the Lord thy God brought it to me. Okay? Jacob had een antwoord. And Isaac said unto Jacob, come near, I pray thee, that I may feel thee, my son, whether thou be my very son Esau or not. Nu kom nog maar dichterbij, dat waar we dat in zeker, niet? Worden feilen, zijn er als dat stemt oder nicht stemt. And Jacob went near unto Isaac, his father, and he felt him and said, the voice is Jacob's voice, but the hands are the hands of Esau. Something stemmt hier nicht. Something wird übereinander gekommen. Da wat te horen wird en da wat te feilen wird. Ja, beides wordt gesensed. Wat geht hier ver? And he discerned him not. Kunnen hingeschrieben nicht. Sagt hier von Isaac. Because his hands were hairy, and his brother Esau's hands, as his brother Esau's hands. So he blessed him. Können wir sagen, eine korte Geschichte, aber ein grülich großer Impact. And his father Isaac said unto him, come near now and kiss me, my son. And he came near and kissed him, and he smelled the smell. Nog een ding meer wat hij rekken deed. Der is zijn vernemen, oder zijn rekken, wat dat voor mij wat hij had. Te rekken tjane, ja. So is dichtbij, die kon naar rekken, ja. And confirmation. And he smelled the smell of his raiment and blessed him and said, see, the smell of my son is as a smell of a field which the Lord hath blessed. Hier is kunnen we zeggen, een verhältnisvolle begevenheid. Mij heeft het immer gepuzzeld. Ik geloof, wie hadden je biblische geschichte alle gehad. En we dat antwoorden dat we dat raam nemen deed, lezen en verstaan. En al dat dergelijke niet. En we dat zo'n ending kregen als het kreeg. God weet wat er krijgt passiert. Aber hier wird ein Mensch verleiht worden mit dem, was er feilen deed. Jink op de feelings. En jink kunnen we zeggen, op dat wat er rekken kunnen. Manchmal wordt gezegd, du hast eine Stove, vielleicht mit somebody, what alles wat er rekken deed, en reden deed. En dan wordt gezegd, rek je bent nog fish. It smells, it's fishy. Het is niet heel te weten, something get fair water. Niet raar gerekt, nee. Dat zijn illustrations, dat manchmal gedaan wordt.
wenn du wat Fröhlichkeit abkommt, vielleicht somebody wat gründlich selber tun dat, even betun dat, vielleicht ein Lied dabei, aber es direkt irgendwas, was nicht bloß nicht reicht das. So, Jakob direkt dort, ich so sagen, Isaac direkt dort, und Jakob sein Kleid, direkt so nicht ein Hunter sehen wird, ja. So viel von den Feelings, wo wir mit Taub kommen können, dass die jedes Mal haben wir freuen uns today, wir sind so eine Menschen dort, aber dass wir nicht die brauchen aus der Anleitung. Wir haben ein Wort Gottes, Thy word is a lamp to my feet and a light unto my path. Dort ist zuverlässig. Unsere Feelings können sehr verschieden sein. Wir wollen gleich alle am Groben schmieden, nicht? Aber wir müssen, können wir sagen, dort durchdenken, prüfen, ist das really zuverlässig? Sehr folgen, sehr wie immer ihr schon eine sieht. Entweder oder nur der negative sieht oder nur der positive sieht, ja. So wenn wir sicher da je Balance zu bleiben und nicht anschließend überrunzeln von unseren Gefühlen, beiden zwei nicht, tun hohe Gefühle oder tun leer, aber da wieder können je Balance bleiben. Dort ist es wieder gut, wenn ich Tipp bringen will, dort wieder bijna je Balance bleiben mit diesen verschiedensten Feelings. Sehr hoch hops in der Zeug, oder sehr laut schreien, oder alle soorten rollen und gedoenten. Das ist ein sehr starker Beweis von Self, was je zum Ausdruck gebracht, ja. So, Gottesdienst ist nicht gemeten, wo lebendig oder was alle gedreven wird, te bewijzen wie angevuld zijn mit dem Heiligen Geist. Was dann kann passieren? Laat es, wat sehr lebendig ist, eine wundervolle Freiheit, aber vielleicht hast du mehr selbst aus das geistliche Leben von boven. So werden wir diesen Weg uns in Gott sein Wort holen. Und ganz besonders an dem Jahr, was da viel durchgegangen ist. Noch einmal das Vers in Hebräer 5:15. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted, like as we are, yet without sin. Op dem können wir uns vertrauen. Laten we stoelen en beten. Voordat we zeiden dank zijn voor die woord, een toeverlässige guide. We danken die voor de Heilige Geist, wat ons helpen dat om na te checken en dat te verstaan wat die woord ons leren wil. En leren dat. We vragen ons voor dat ogenlicht en helpen ons dat te schaatsen en die woord te brokken als een aanleiding voor ons leven. Durch het leven hier, durch deze reis hier, dat we kunnen mensen zijn die daar brokbaar zijn en ook rijden zijn om dingen brieven. Und das angenehm und wo das verdorflich. Sehr wie auf dem Irrweg oder sehr wie auf dem rechten Weg vor der Gott. Und wie wir irren tun, muss uns das wiesen, dass wir wirklich können auf dem Worthof ja Stich gehen, deine Hüs für das Wort. Muss der Herr Gott das Wort sagen, was ihr braucht das. Und in jeder Gläubige stärken. Nur Jesus betet. Amen. Good. We have a light singing.